Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute ist ein super heißer Tag und ich bin gerade in Kichijoji angekommen, denn ich möchte euch etwas ganz Besonderes zeigen. Vielleicht habt ihr schon mal von der Shirohige Cream Puff Factory gehört. Die ist eher bekannt als die Totoro-Bäckerei und seit kurzem gibt es noch einen zweiten Laden und der befindet sich halt genau hier in Kichijoji und den wollen wir uns heute mal anschauen. Also viel Spaß beim Video! Die Bäckerei befindet sich etwa 5 Minuten von der Kichijoji Station entfernt. Am besten nehmt ihr den Südausgang bzw. den Ausgang zum Park. Die Bäckerei liegt etwas versteckt in einer Seitenstraße. Am besten speichert ihr euch die Adresse in Google Maps, damit ihr den Laden einfach finden könnt. Die Hauptbäckerei der Shirohige Cream Puff Factory befindet sich in Setagaya. Der Laden in Kichijoji hat im November 2018 geöffnet. Wenn ihr einmal in der Nähe seid, könnt ihr den Laden gar nicht mehr verfehlen, denn es begrüßt euch ein großes Totoro-Schild aus Holz. Der Laden in Kichijoji ist vor allen Dingen dafür bekannt, dass es nur dort den Nekoba Sando gibt. Das ist ein Gebäckstück mit Cremefüllung in Form des berühmten Katzenbusses. Aber natürlich gibt es im Geschäft auch die beliebten Totoro-Windbeutel. Diese haben verschiedene Füllungen, die sich je nach Jahreszeit unterscheiden. Um die Windbeutel optisch auseinanderhalten zu können, haben sie verschiedene Hüte oder Blümchen oder Blätter auf. Und das ist wirklich sehr niedlich gestaltet. Genauso wie die kleine Bäckerei, die sehr liebevoll dekoriert worden ist. An den Wänden hängen sehr viele Bilder mit Szenen aus dem Totoro-Film und man kann überall Dekorationen sehen, die einen in die abenteuerliche Welt entführen. Neben den Windbeuteln gibt es auch noch Plätzchen dort zu kaufen. Diese sind natürlich auch sehr niedlich gestaltet und man bekommt sie in einer schönen Box zum Verschenken. Aber kommen wir jetzt endlich zum Essen. Zu Hause habe ich die Sachen ausgepackt und mir natürlich erstmal das Nekoba Sando angeschaut. Es ist wirklich unglaublich niedlich, aber das Dunkle ist schon der Grund, warum nicht ich es gegessen habe, sondern mein Mann, denn in der Creme befinden sich Rosinen. Oh nein. Ich habe mich dann lieber über die Windbeutel hergemacht und die sind wirklich unglaublich niedlich. Da ich schon einmal in Setagaya einkaufen war, wusste ich ja, was mich erwartet. Wir hatten uns 3 verschiedene Füllungen ausgesucht. Eine Füllung mit der Kirschblüte ist Erdbeere. Der Windbeutel mit dem blauen Hut war mit Schokocreme gefüllt. Und schließlich war in dem Windbeutel mit dem gelben Hut Matcha-Creme. Der hatte leider die Wärme schon etwas zugetan und sie ist ein wenig zerlaufen. Trotzdem war alles sehr, sehr lecker und ich kann die Bäckerei wirklich nur empfehlen. Das war das kleine Video zur Totoro-Bäckerei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Uns hat es sehr gut geschmeckt. Und da es eine Bäckerei in Kichijoji gibt, werde ich da wahrscheinlich öfter mal vorbeischauen und uns etwas Leckeres dort holen, weil es schmeckt wirklich gut. Es hat zwar ein bisschen seinen Preis, aber es ist wirklich sehr, sehr lecker. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Däumchen hoch da und schreibt mir einen Kommentar. Was sind denn eure Lieblingssüßigkeiten? Was esst ihr denn gerne aus der Bäckerei? Und ansonsten, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst mir auch ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis bald!